Ich habe vor einem Jahr knapp 90% meiner Sachen aus diesem Zimmer geworfen. Das war ein harter innerer Kampf, denn mir fällt sowas unfassbar schwer. Doch wie schwer ist es, diesen neuen Minimalismus aufrechtzuerhalten? Und bringt es wirklich mehr Fokus und macht es wirklich glücklicher? Und was passiert, wenn es doch mal wieder chaotisch wird? Ich bin immer noch überrascht, wie befreiend es für mich war, mich von 556 Gegenständen in diesem Raum zu trennen. Ich habe mein Arbeitszimmer von 715 Gegenständen auf 159 reduziert. Eigentlich wollte ich sogar runter auf 50, weil radikale Ziele helfen mir immer dabei, besser zu priorisieren. Aber 556 Gegenstände zu spenden, verschenken oder zu verkaufen, ist schon eine Leistung für jemanden, der gelernt hat, Dinge zu horten, statt sie wegzugeben oder aufzuräumen. Warum eigentlich Minimalismus? Ich sage ja lieber Mini. Wissenschaftlich verspricht Mini enorm viel Positives. Die Liste ist lang und in meinem ersten Monat Minimalismus und Ausmisten ist all das bei mir eingetreten. Ausnahmslos alles. Steht ja auch in meinem Wikipedia-Artikel. Du hast einen Wikipedia-Artikel? Du nicht? Für Leute wie mich, die Probleme mit Ordnung haben, ist das Rückfallrisiko ziemlich hoch. Ich habe wirklich Angst, dass wieder Sachen liegen bleiben und Dinge sich anhäufen oder ich Gegenstände verstecke, statt wirklich nachhaltig Ordnung zu halten. Verstecken ist bei meinen offenen Regalen gar nicht so leicht, aber um die geht es später auch noch. Die sorgen nämlich für ein neues großes Problem, das viele von euch schon bemerkt haben. Und was ist eigentlich, wenn ich etwas aussortiert hätte, was ich eigentlich noch gebraucht hätte? Ich bin während dieses Videos übrigens auf der Suche nach einem unfassbar wertvollen Schatz. Und falls ihr Lust habt, ein bisschen mit aufzuräumen, dann macht mit. Zusammen ist alles leichter. In die Richtung. Ich prüfe jeden Gegenstand nach der 90%-Regel. Das heißt, ich behalte nur Dinge, die ich entweder 90% der Zeit benutze oder 90% super gerne mag. Außerdem die 1:1-Regel. Jedes Mal, wenn ein neuer Gegenstand in den Raum reinkommt, kommt ein alter dauerhaft raus oder weg. Das heißt aber nicht, dass jedes Mal ein neuer dazukommen muss, wenn einer rausgeflogen ist. Ich kann auch Sachen loswerden, ohne Neues reinzuholen. So, es ist wieder soweit. Ich habe wieder Kisten gepackt. Man sieht schon, da ist eine Kiste. Hier stehen so mehrere Sachen. Dieser Koffer, noch eine Kiste, noch so eine Kiste. Alles mögliche an Zeug. Vor allem die 90%-Regel hilft mir, auch nach dem Experiment dabei, klare Entscheidungen zu treffen und immer mehr Gegenstände loszuwerden, als neue dazukommen. Auch wenn ich manche Dinge erstmal für ein paar Tage liegen lassen sollte, um mir ganz sicher zu sein. Ja, und ansonsten habe ich hier noch Kisten gepackt und Kram an die Seite gelegt, weil ich schon wieder das Gefühl habe, es ist zu viel. Und Jan, wenn du jetzt denkst, wo soll das hinführen? Besitzt der bald gar nichts mehr? Dann kann ich dir sagen, dass ich Gedanken nicht hören kann. Du solltest schon mit mir sprechen. Außerdem, nein, ich reduziere nicht streng nach Minimalismus, sondern nach New Minimalism. Was piept da so? Ich entscheide also selbst, was wenig für mich bedeutet. Hui, das ging aber schnell. Da vorne ist der Schatz. Okay, das ist nicht der Schatz, also suchen wir nochmal weiter. Neu starten. Hier ist noch was. Der ist voll bis oben hin. Und da ist Kram drin, den ich noch gefunden habe, bei dem ich vor ein paar Monaten noch gedacht hätte, das möchte ich behalten. Und jetzt aber gemerkt habe, dass diese Dinge in Kisten, wenn ich sie irgendwie einen Monat nicht geöffnet habe und dann wieder aufmache, dass sie mir nichts bedeuten. 4 Kisten, ein Koffer und noch so eine 5. Kiste. Das ist schon krass, was hier alles wieder rausfliegt. Drifte ich jetzt ins andere Extrem? Früher war es unvorstellbar, auch nur ein Buch oder einen einzelnen Gegenstand abzugeben. Und jetzt mache ich das kistenweise. Ja, es fühlt sich so an, als würde mein Gehirn sich langsam daran gewöhnen, diese anfangs so schwierigen Entscheidungen regelmäßig zu treffen. Es wird leichter und das macht Sinn. Das sagt nicht ich, das sagt die Wissenschaft. Studien weisen darauf hin, dass in den Köpfen vieler Menschen beim Abgeben von Dingen die gleichen Teile des Gehirns aktiviert werden, wie bei wirklich emotionalen Verlusten. Aus vielen einzelnen Entscheidungen kann aber nach und nach eine neue Gewohnheit werden, die dieses Klammern an Gegenstände grundsätzlich verändert. Hoffentlich, denn der größte Abschiedsschmerz steht mir noch bevor. Ein Gegenstand, an den ich mich seit Jahren mit vielen guten Argumenten klammere, der aber nicht mal 1% der Zeit genutzt wird. Der steht auf dem Prüfstand. Das ist emotional viel schwieriger, als man denkt. Vor allem, weil ich darauf sehr viel projiziert habe. Und das macht es nicht leichter. Eine Sache macht übrigens einiges leichter. Und das ist, wieso steht da ein Schreibtisch im Wald? Brauchst du als Minimalist überhaupt einen Schreibtisch? Arbeite doch auf dem Boden. Nein, auch wenn man sowas ab und zu bei Hardcore-Minimalisten sieht, brauche ich einen guten Schreibtisch, sonst killt mich mein Rücken. Ist das eine Werbung? Daher steht mein FlexiSpot E7 Plus auch nicht im Wald, sondern weiterhin bei mir. Der Tisch hält bis zu 200 Kilo aus und ist äußerst stabil. Und natürlich kann ich ihn mit nur einem Knopfdruck ganz bequem auf Stehhöhe bringen, um nicht den ganzen Tag sitzen zu müssen.
Wer sich dann zusätzlich noch bewegen möchte, für den gibt es das Walking Pad Motion X, das ihr schon aus meinem 10.000 Schritte im Homeoffice-Video kennt. Es hat 6 vielseitige Modi und lässt sich individuell nach Zeit, Geschwindigkeit, Kalorien, Distanz und Steigerungswinkel anpassen und es ist schön kompakt. Also, wenn ihr am Tisch mal wieder sitzen wollt, könnt ihr es ganz einfach platzsparend wegpacken. Und aktuell gibt es bis zu 50% Rabatt bei Flexispot. Der perfekte Zeitpunkt, falls ihr gerade sowas sucht. Und wie immer habt ihr dann die Flexispot üblichen 10 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht für den Schreibtisch. Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Okay, das war super. Aber der eigentliche Schatz befindet sich in diesem Wald. Und ich werde ihn finden. Im September starte ich einerseits mein Experiment zur minimalistischen Garderobe und versuche alle Klamotten, die ich besitze, stark zu reduzieren, sodass sie am Ende in diese Kiste passen. Ich mache aber auch etwas ganz anderes. Aha. Und was ist das ganz andere, was ich jetzt mache? Ich habe jetzt diese Wand blau angemalt. Mir gefällt der Raum damit viel besser. Aber während ich die Wand anmale und aussortiere, merke ich gar nicht, wie mein Gehirn versucht, mich auszutricksen. Und seit Monaten um einen Gegenstand herumeiert, der offensichtlich nach der 90%-Regel wegkommen wird. Raus, vorbei. Es geht um meine Kameratechnik. In 2 Koffern befinden sich 95 Gegenstände, von denen ich mir sicher bin, dass sie unverzichtbar für meine Arbeit sind. Jeder einzelne. Aber leider ist das eine Lüge und dadurch mache ich auch etwas, das ich selbst hasse. Ich behalte einen Gegenstand ungenutzt, den andere so viel mehr brauchen könnten. Bei mir sammelt er Staub, während andere davon träumen, damit zu arbeiten. Aber dann merke ich es selbst. Zum Glück. Ich habe heute entschieden, dass ich diese Kamera weggeben werde, meine Blackmagic 6K, weil ich benutze die einfach maximal einmal im Jahr. Um dann zu merken, eigentlich habe ich die heute nur benutzt, um sie nicht weggeben zu müssen, weil ich die Kamera so gern mag. Mit dieser Kamera habe ich sehr viele Videos für diesen Kanal gedreht. Ich habe damit aber vor allem Filme und Serien gedreht, beruflich damit gearbeitet. Aber inzwischen fängt die seit 3 Jahren Staub, weil ich eine neue, kleine, handlichere Kamera habe und bei großen Projekten inzwischen mit Menschen zusammenarbeite, die nochmal ganz andere Technik haben. Und ich mag die gerne, aber ich benutze sie halt, wenn man ehrlich ist, gar nicht. Also diesen einen Dreh im Jahr, den gibt es, damit ich diesen Dreh habe. Trotzdem fällt es mir in diesem spezifischen Fall extrem schwer loszulassen. Und so bleibt die Kamera erstmal trotz klarer Regeln bei mir. Ich gebe sie nicht ab. Warum genau, verstehe ich auch erst später. Steht aber auch schon in meinem Wikipedia-Artikel. Je klarer mein Raum wird, desto mehr fällt mir auf, dass es ein neues Problem gibt, das ich bisher erfolgreich verdrängt habe, obwohl so viele von euch mich darauf hingewiesen haben. Wirklich viele und immer wieder, bis heute. Und in dem ganzen Verlauf ist mir klar geworden, dass ich glaube, dass ich doch andere Möbel brauche. Aber gerade bei diesem riesigen Regal da hinten, das ich dankbarerweise von jemandem bekommen habe für sehr wenig Geld, ist es doch vielleicht nicht das Ideal für meinen Raum. Es ist halt doch immer irgendwie halb unaufgeräumt und dann sind einzelne Fächer total aufgeräumt und leer und andere sind so zugestopft. Gute gebrauchte Möbel, die trotzdem lange halten. Und dafür nutze ich das Geld aus meinen Verkäufen und meiner Erspartes. Und den Schatz. Das ist der Merch des Monats. Den gibt es jetzt in meinem Shop, aber das ist nicht der Schatz. Okay, neu starten. Und falls ich das machen sollte mit neuen Möbeln, habe ich entschieden, dass ich Möbel kaufe, in die weniger passt, als in diesem Raum ist. Ah ja, hier mache ich zufällig etwas sehr richtig. Studien zur Verhaltensforschung weisen darauf hin, dass wir uns neues Verhalten am besten aneignen können, wenn wir uns immer wieder aktiv dazu entscheiden müssen. Im Fall von Mini hilft die Beschränkung von Platz, da mir die Einrichtung selbst die Entscheidung abnimmt. Ich kann gar nicht mehr so viel aufbewahren, weil es jetzt weniger Möglichkeiten gibt. Redest du dir gerade deine Kaufentscheidung schön? Nein, das ist Wissenschaft. Mir hilft beim Minimalismus auch mein enges soziales Umfeld. Und vermutlich auch, dass ich der einzige Medienmensch oder Influencer darin bin. Alle anderen haben systemrelevante Jobs. Die arbeiten bei der Bahn, in der Pflege, im Einzelhandel, auf dem Amt oder... Ja okay, außer Dominik Hammes, der ist einfach so eine richtige Mediensau. Was ich sagen will, ist, dass ich einen tollen und stabilen Freundeskreis habe. Und wenn man das nicht hat, ist das Loslassen von Gegenständen tatsächlich viel schwerer. Denn Gegenstände können solche sozialen Lücken füllen. Und das ist nicht unbedingt gut. Einsame Menschen bilden stärkere Bindungen an Gegenstände und sind messbar weniger bereit, sie loszulassen. Insofern ist Minimalismus auch ein soziales Privileg. Studien weisen auch darauf hin, dass gemeinsames Aufräumen und ein Blick von außen stark helfen. Wenn man Probleme mit dem Ausmisten hat, hilft es, befreundete Personen um Hilfe zu bitten. Zusammen ist alles leichter. Hier liegt überall Müll rum, was soll das? Aber
Diese VHS erinnert mich an etwas. Ich schaffe es nämlich eine ganze Woche lang nicht, meine Kamera abzugeben und drehe sogar noch mal damit, um einen Grund haben, sie zu behalten. Und zwar das Video zur minimalistischen Garderobe. Währenddessen wird mir aber klar, warum es so schwer für mich ist, die Kamera abzugeben und warum ich es trotzdem tun sollte. Weiter. Seit fast 7 Jahren ist die Blackmagic 6K als hochwertige Kinokamera eng mit meinem Selbstbild als kreativer Filmemacher verbunden. Da stecken so viele Erwartungen, Erinnerungen, aber auch ein Teil meiner Identität drin. Laut Wissenschaft können Gegenstände wie eine Erweiterung unseres Selbst sein. Damit beeinflussen sie unser Selbstwertgefühl und geben uns Sicherheit. Das sorgt natürlich dafür, dass es umso schwerer ist, sie wegzugeben. Als würde man diesen Teil von sich auch weggeben. Ich meine, ich bleibe ja weiter Regisseur und Drehbuchautor, auch ohne diese Kamera. Aber es fühlt sich erstmal nicht danach an. Als eine befreundete Regisseurin für ihren Abschlussfilm Popcornhimmel genau diese Kamera ausleihen will, bekommt sie alle Objektive, meine Batterien, mein Schärfesystem, also das komplette Paket mit Cage. Es ging darum, dass ich das wirklich jemandem geben wollte, bei dem ich wusste, dass die Person profitiert davon, die kann geile Kunst schaffen, das hilft der Person und es steht hier nicht mehr einfach so rum. Damit hat die Kamera definitiv ein besseres Zuhause gefunden als bei mir im Regal. Steht ja auch in meinem Wikipedia-Artikel. Wer schreibt den eigentlich? Also jetzt mal ernsthaft. Immer wenn irgendwas Spannendes bei mir passiert, ich kriege einen Preis, ein neuer Film kommt raus, neues Hörspiel, steht es Stunden danach in diesem Wikipedia-Artikel. Also wer auch immer das macht, ernsthaft vielen, vielen herzlichen Dank. Das hat mir beruflich wirklich schon viel gebracht. Okay, wir kommen dem Schatz näher. Das ist der übrigens jetzt definitiv. Und wer das nicht glaubt, schreibt bitte, Josef, du solltest 1 wissen in die Kommentare und dann dahinter, was ich wissen sollte. Da geht es hin. Mein Erspartes, durch Verkäufe erwirtschaftetes. Durch den Verkauf einiger Sammlerstücke wie alter Comics, Videospiele und alten, gut gebrauchten Konsolen habe ich mir ein gutes Plus erwirtschaftet. Durch die neuen Gebrauchtmöbel hier ist es jetzt aber komplett weg. Und meine finanzielle Minimalismusbilanz ist sogar im Minus. Und die Lara, wenn du jetzt sagst, hä? Warum sind die Schränke denn geschlossen? Hast du nicht gesagt? Aber bei geschlossenen Schränken zum Beispiel würde ich mich wieder austricksen. Ich würde in den geschlossenen Schränken Dinge verstecken. Das ist genau das Problem, was ich hatte. Ja, wenn du also jetzt sagst, geschlossene Schränke und so, dann kann ich dir nur sagen, krass übrigens, wie aufmerksam du meine Videos schaust, dass du das noch weißt. Danke. Sprechen wir mal über visuelle Unordnung. Jetzt bin ich voll rausgekommen. Es ist sehr gut erforscht, wie uns visuelle Unordnung negativ beeinflusst. Das Gehirn blendet die ganze Zeit unwichtige Reize wie das Chaos um uns aus. Auch wenn wir das gar nicht merken. Und das frisst Konzentration, die dann für andere Aufgaben fehlt. Daher sind geschlossene Schränke super für einen ablenkungsfreien Raum. Aber wie vermeide ich jetzt, dass ich nichts in den geschlossenen Schränken verstecke? Damit ich nicht in meine alte Falle tappe und Unordnung hinter Türen verstecke, verpasse ich den Schränken ein klares System. Am Ende des Jahres werde ich dann aber checken, wie gut das funktioniert hat oder ob ich die Schränke doch wieder zu versteckten Chaoslagern umfunktioniert habe. Mich nervt etwas ziemlich. Und zwar, dass ich, obwohl es aufgeräumt ist, schon wieder so Inseln an Chaos habe. Es sind keine großen, aber es sind Dinge, die sich wieder angesammelt haben. Und ich kann mir das immer gut erklären. Das zum Beispiel hier sind Weihnachtsgeschenke, die ich verschenken werde. Deswegen steht hier einfach gerade so ein Riesenhaufen an Zeug. Das sieht erstmal echt blöd aus. 2 Fragen kommen übrigens immer wieder. Habe ich auch den Rest meiner Wohnung minimalisiert? Ja. Und was mache ich mit Geschenken? Ich lasse mir nur noch Essbares schenken. Das ist kein Witz und funktioniert wirklich gut. Ist das ein Bär? Nein. Bär in Deutschland. Hier sind, es ist so ein bisschen beruflich, Comics und Sachen, die ich reinlese für ein Projekt, an dem ich jetzt schreibe. Und ansonsten, dieses Regal hier ist immer mal wieder auch so zur Ablage geworden von Kleinigkeiten, die sich dann aber auch wieder, ja, es sammelt sich. Es sammelt sich und es wird dann schnell viel chaotischer, als ich das gerne hätte. Deswegen ist super wichtig, so Atomic Habits mäßig, darauf zu achten, dass die Sachen nicht wieder einreißen. Hier liegen zum Beispiel Batterien rum. Die muss ich in den Müll bringen, aber die können nicht hier rumliegen. Warum liegen die hier? Und Anja. Sorry, Anna. Anja war der Kosename. Anna, wenn du jetzt sagst, 2 Batterien im Regal sind doch kein Problem, dann kann ich dir sagen, dass du heute wirklich fantastisch aussiehst. Und diese Batterien für jemanden wie mich aber gefährlich sein können. Wenn ich wieder anfange, Dinge unsortiert abzulegen, trainiert mein Gehirn, dass es okay ist, wieder so kleine Chaosstapel zu machen, statt alles immer wegzuräumen. Und solche Mikromomente können das Neugelernte zerstören und diese alten Gewohnheiten
wieder hochholen. Und dann entstehen wieder diese Inseln. Die sind jetzt aktuell innerhalb von 4 Wochen entstanden. Und zwar im Dezember, weil der Dezember auch der Monat ist, wo am allermeisten los ist. Und ich habe heute mir den Tag tatsächlich genommen, um das alles aufzuräumen. Weil ich habe keinen Bock, dass das wieder anfängt. Ich komme aus einer Familie, die alles andere als ordentlich war. Ich habe mir all diese Systeme und einen Raum, der mich dabei unterstützt, Ordnung zu halten, erst mühsam aufbauen müssen. Aber wenn man erstmal die Basics geregelt hat, kann es trotzdem sein, dass die Spezialfälle noch Zeit brauchen. Und das ist auch okay. Und jetzt wird es Zeit für den Vergleich und auch gleich den Schatz. Okay, jetzt geht's los. Ich schwenke gleich einmal und gucke auch in die Ecken, ob ich nicht irgendwo wieder was versteckt habe. Und dann zähle ich auch nochmal alle Gegenstände. So sah mein Raum ganz am Anfang vor einem Jahr aus. Damals noch mit 715 Gegenständen. Aber auch wenn das damals Chaos war, der Raum hatte definitiv Seele. In all dem Kram hat ganz viel von meiner Identität gesteckt. Es waren Sachen, die ich über Jahre angesammelt habe. Und wenn jetzt über 90% davon weg sind, wie viel von mir ist dann eigentlich noch da? Ich bin ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock, weil ich habe ein bisschen Angst, dass ich doch nicht mehr so aufgepasst habe und jetzt eigentlich mehr in dem Raum sind als 159 Gegenstände. Okay, ich fange mit meinem größten Problemfall an, der Technikecke. Hier in dieser Ecke war ja meine Technik komplett reingestopft. Ich habe die jetzt so ein bisschen organisiert, indem ich so einen Gitarrenständer bekommen habe von einem Kumpel. Sieht schon mal besser aus, ist auf jeden Fall besser. Dann habe ich von einer guten Freundin dieses Regal bekommen, sie hat meins bekommen. Wir haben nämlich getauscht. Ich dachte eigentlich, dass das kleiner ist als meins. Es ist aber größer. Das ist ein bisschen irritierend, weil eigentlich wollte ich ja weniger Platz haben. Ich habe es mir jetzt aber so zur Regel gemacht, dass ich immer viel Platz lassen muss. Also das darf nicht vollgestellt werden. Mal gucken, wie gut das klappt. Dann gibt es die Ecke und meinen Schreibtisch. Und jetzt werde ich zählen. Wenn du dich hier umschaust, würdest du dich hier wohlfühlen? Fehlt dir irgendwas? Findest du es total schrecklich? Schreib's mir gerne, denn ich bin mir tatsächlich ein bisschen unsicher. Steht ja auch in meinem... Wo ist in diesem Raum denn jetzt meine Seele, meine Identität? Naja, fast wie der Schatz, den ich gleich hebe. Überall. Eine Studie von 2020 deutet darauf hin, dass langfristiger Minimalismus nicht nur zu weniger Stress, sondern auch zu einem klaren Selbstbild führt. Die Teilnehmenden beschreiben, dass der Prozess des Loslassens sie näher zu ihrem authentischen Ich gebracht hat. Und für mich bedeutet das, mich weniger durch Objekte in diesem Raum zu definieren. Ein absolut vernichtendes Ergebnis. Es sind 176 Gegenstände. Also es ist nochmal mehr geworden minimal, komischerweise. Habe ich wohl nicht so gut drauf geachtet bei der 1 und 1 Regel. Und eigentlich sind es sogar 676. Wenn ich ganz genau zähle, weil ich gerade für ein Projekt extrem viel Kleinkram in einer Schublade habe. Das ist halt projektgebunden, das ist bis Ende des Jahres. Es sind 500 Gegenstände, sehr, sehr kleine Gegenstände. Theoretisch müsste ich die mitzählen, mache ich jetzt für den Vergleich nicht, aber zur Transparenz, eigentlich sind es 676. Heißt das, ich bin jetzt gescheitert? Nein, ich muss nicht extrem auf diese Zahl achten. Das habe ich am Anfang gemacht, damit ich ein festes Ziel habe, um mich zu konzentrieren. Ich bin sehr zufrieden, was ich mit diesem Raum gemacht habe, aber ich habe auch das Gefühl, das ist ein fließender Prozess. Es kann sein, dass ich wieder hoch auf 200 Gegenstände gehe und mich trotzdem wohlfühle. Es kann sein, dass ich runtergehe auf 150. Ich zähle das ja auch nicht regelmäßig. Ich habe jetzt das erste Mal wieder gezählt seit einem Jahr. Vom Gefühl habe ich viel weniger. Es scheint aber so, als wäre ich wieder ein bisschen nach oben gegangen. Vielleicht habe ich auch ein bisschen anders gezählt. 1000 Faktoren. Unterm Strich fühle ich mich sehr wohl und es ist einfach aufgeräumter hier. Auch wenn in den Schränken so ein paar Ecken sind, die ein bisschen chaotisch sind. Das finde ich aber okay, solange es nicht wieder ausartet. Und das Gefühl habe ich tatsächlich nicht. Denn das hier ist ein Raum, in dem ich mich sehr wohl fühle und in dem ich vor allem ablenkungsfrei kreativ arbeiten kann. Und das war ja das Allerwichtigste. Ja, Ausmisten und Aufräumen können einen kurzfristigen Glücksgefühle-Kick auslösen. Aber Minimalismus ist ein langsamer Identitätsprozess. Eine Reise, die überraschend lang gebraucht hat und auch noch nicht zu Ende ist. Und da ist der Schatz! Endlich! Oh. Ihr seid es. Ihr seid der Schatz. Fantastisch. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Und was ist eigentlich das nächste Video? Steht doch in meinem Wikipedia-Artikel.